liebe Enkaustik-Freunde, hier bin ich wieder, eure Monika Romer. Das ist unsere erste Begegnung im neuen Jahr und deshalb wünsche ich euch erstmal ein gutes neues Jahr 2014. Bald schon haben wir wieder Frühling und heute gilt es, euch mal ein paar Blumen zu zeigen. Und das brauchen wir heute dafür. Natürlich unser Maleisen, ein Kratzwerkzeug, ein Schwämmchen, ein paar Glitzerfarben, Enkaustik-Malfarben und natürlich Malkarten, eine Seidenfarbe und Nylonstrumpf. Das war's schon. So, und jetzt habe ich hier schon ein paar kleine Impressionen hier hingelegt. So kann das dann aussehen. Und zeige ich jetzt mal, wie es gemacht wird. So, ich nehme jetzt gerade mal so eine DIN A6, kleine DIN A6 Karte und fange jetzt mal an zum Farbe auftragen. Hole ich mir die mal ein bisschen her, also ein bisschen weit weg. So. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Weiß in die Mitte. So ein dunkleres Lila. So, wir fangen in der Mitte an, die Farben aufzuschmelzen. So ungefähr eine halbe Malsohle voll mit Wachs. Mehr braucht man nicht bei der Größe von DIN A6. Wenn ihr ein größeres Blatt nehmt, natürlich auch mehr Wachs drauf. So, jetzt fange ich mal an. Ich setze es hier an und ziehe es einfach so heraus. Dann das nächste und rausziehen. Und jetzt müssen wir schon wieder neu Farbe auftragen. Und zwar genau in der gleichen Reihenfolge, wie wir das eben gemacht haben. Weiß, ein dunkles Lila. Schwarz könnte hier auch schön aussehen. Das habe ich aber jetzt leider vergessen auf den Tisch zu legen. So, ein bisschen rot noch. Jetzt machen wir hier noch die dritte. Und zwar relativ schwungvoll nach außen ziehen. So, jetzt lege ich das mal so hin. Und jetzt kann man schon ganz gut sehen, das ist nur ein Teil von der Blüte. Man kann schön in die Blüte reinschauen. Und jetzt fehlt natürlich noch das Innenleben. Und das gestalten wir jetzt noch. So. Da tropft's. Dafür baut ihr wieder das Maleisen zur kleinen Malplatte um. Das habe ich euch ja schon anfänglich in den Videos gezeigt. Jetzt nehmen wir den kleinen Schwamm dafür, einen roten, grobporigen Kautschukschwamm. Und jetzt tupfen wir hier in der Blütenmitte. So. Und auf dieses dunkle nochmal eine Schicht Weiß. Dafür nehmen wir eine andere Ecke vom Schwamm einfach drauf. Das muss noch ein bisschen heller sein. So. Dann kommt noch das Kratzwerkzeug zum Einsatz. Und da werden wir ganz feine Fäden rausarbeiten. Sieht aus wie feine Fäden. Mir fällt das Wort jetzt nicht für ein. So, ein bisschen abputzen. So, und jetzt mache ich noch ganz zum Schluss oben ein bisschen Gelb drauf. Das sind die Pollen. Also wirklich nur ganz zart antupfen, dass es schön luftig aussieht. So, jetzt haben wir ja die Karte hier im Hintergrund noch weiß gehalten und wem das nicht gefällt, da gibt es eine ganz tolle Methode, das einzufärben. Ihr müsst euch vorstellen, hätte ich vorher schon einen Enkaustik-Farbhintergrund gemacht und wäre dann mit dem Enkaustik-Maleisen drüber gefahren, hätten sich ja die Farben vermischt. So sind sie schön strahlend geblieben. Und den Hintergrund einzufärben, da gibt es eine tolle Methode. Ihr nehmt zum Beispiel eine Seidenfarbe und macht die Tupfer hier direkt aufs Wachs. Nicht auf den Karton, weil das sieht man dann. Dann habt ihr dann so einen Farbpunkt. So, mit dem Strümpfchen hier einfach das Ganze mal einreiben.
Und alles, was jetzt weiß ist, wird von der Seidenfarbe bedeckt. Und den Rest den können wir wieder abputzen. Das seht ihr, da kommt das Wachs wieder zum Vorschein. Da nehme ich immer die Küchenrolle, da habe ich ein bisschen Kraft. So. Und jetzt kann man die Blüte sehr gut erkennen. Und jetzt machen wir sie noch hübscher, indem wir ihr gleich noch ein schöner glitzernder Rahmen außenrum machen. Da gibt es ja die tollen Glitzerfarben von uns. Ich lege es mal hin. Dafür brauche ich jetzt wieder ein sauberes Mahleisen. Einmal abputzen. So. Ich finde, Gold passt hier ganz gut. Das schmelze ich jetzt hier einmal auf. So einen schönen dicken Goldstreifen. Das sieht doch wirklich klasse aus, die Farbe. Und jetzt ziehen wir das einfach so hochkant drüber. Und das kann man schon ganz toll den Goldrand hier sehen. So, und das machen wir natürlich jetzt an allen 4 Seiten. Das sieht immer gleich viel schicker aus, festlicher. Blumenkarten werden ja gerne verschenkt. Meistens zu einem Festtag, Geburtstag, Jubiläum. Dann sieht das immer schicker aus. So, jetzt nehme ich noch eine Karte, wo ich das schön präsentieren kann. Unsere Blüte ist fertig. Auf eine ganz einfache Art und Weise. So. Hier habe ich es genau andersrum gemacht. Das seht ihr, da sitzt der Blütenkopf oben drauf. Wir fangen hier mit dem Mahleisen an. 1, 2, 3 Mal nach unten zu ziehen. Hier haben wir 1, 2, 3 Mal nach oben gezogen. Und so verändert sich die Blüte. Hier schauen wir in die Blüte rein. Und hier sind die Blütenblätter komplett geöffnet. Und der Blütenstempel, der ist total sichtbar. So, das war ein kleiner Einblick heute in das Blütenmalen. Und beim nächsten Mal, schaut wieder rein, habe ich euch eine weitere Blume. Frühling kommt bald, Blumenkarten werden gerne verschickt. Und schaut rein, ich zeige euch eine Dahlie. Macht's gut, bis dann, tschüss.